Das hier ist das Fanatec Podium F1, ein Lenkrad für satte 1.800 Euro. Ein Lenkrad, das das beste Fahrgefühl verspricht. Doch wozu braucht man überhaupt ein Lenkrad? Rennspiele funktionieren ja auch mit dem Controller. Aber fortgeschrittene Fahrer, genauso wie E-Sports-Profis, schwören auf das richtige Equipment. Allen voran das richtige Lenkrad. Denn nur damit ist man auf der virtuellen Rennstrecke auch wirklich schnell. Die Frage ist nur, muss man dafür 1.800 Euro ausgeben oder geht das auch billiger? Schauen wir uns deshalb die besten Lenkräder verschiedener Hersteller an, in einem Preisbereich von 200 bis über 2.000 Euro. Wichtig in diesem Vergleich ist, dass diese Lenkräder kompatibel mit der PS4 und der PS5 sind. Mit dem PC kompatibel sind alle diese Lenkräder und einige Lenkräder gibt es auch als Xbox-Variante. Von den getesteten Lenkrädern schauen wir uns nur Komplettsets an, sprich nur Sets mit Lenkrad, mit Basis und mit Pedalen, damit man out of the box gleich direkt starten kann. Gehen wir einmal durch das Testfeld von billig bis teuer. Brandneu ist das Thrustmaster T128 für knapp 200 Euro. Dem günstigsten Lenkrad hier in diesem Vergleich. Und das merkt man auch, weil hier viel Plastik verarbeitet wurde. Etwas gehobener geht es mit dem Thrustmaster T248, das offiziell für 350 Euro zu haben ist. Hier beläuft sich der Marktpreis allerdings auf unter 300 Euro. Cooles Feature am T248 ist das Display und die Einstellbarkeit des Force Feedbacks. Etwas gehobener ist das T300 RS für 380 Euro. Das gibt es auch in Ausführungen mit besseren Pedalen und auch mit anderem Lenker. Von Logitech gibt es das G923, Preispunkt 400 Euro. Doch bei Online-Händlern kriegt man das Lenkrad auch schon unter 300 Euro, mit etwas Glück. Das G923 ist übrigens der Nachfolger des weit verbreiteten G29 und bringt auch dieselbe Technik mit einem zusätzlichen Feature. Dazu gleich mehr. Wir kommen in den gehobenen Preissektor mit dem Thrustmaster TGT bzw. TGT2. Das ist ein Lenkrad, das gibt es offiziell für 800 Euro. Und es ist ein gelungenes Rundumpaket, das allerdings noch auf eine veraltete Lenkradtechnik setzt. Mit zum Test tritt auch der deutsche Hersteller Fanatec an. Dieser baut auf ein modulares Lenkradsystem, wo man sich die Einzelteile selber zusammen konfigurieren kann. Für unseren Test haben wir hier das Fanatec DD Pro mit offiziell lizenzierten Gran Turismo Lenkern. Das gibt es als Komplettpaket inklusive Basis, Lenker und Pedale ab 700 Euro. Das ist auch ein Lenkrad mit moderner Direct Drive Technik und damit sehr guter Laufruhe. Aber da gibt es schon ein Problem, dieses Lenkrad ist oft ausverkauft. Lieferschwierigkeiten sind vor allen Dingen bei Fanatec ein Problem. Manche Hardware ist erst nach Wochen oder Monaten verfügbar. Aber bei Fanatec seid ihr nicht auf Sets beschränkt, ihr könnt auch euch, wie erwähnt, die einzelnen Bauteile selbst zusammenstellen. Doch das kann relativ schnell ins Geld gehen, denn Fanatec Hardware gibt es nur direkt beim Hersteller selbst. Und hier gibt es meist keine Vergünstigungen, sondern einfach nur den offiziellen Verkaufspreis. Zurück zu Logitech und dem zweitteuersten Lenkrad hier in diesem Vergleich. Mit dem neuen G Pro wagt sich Logitech ins High-End-Segment und bietet erstmals Direct Drive und True Force. Der Nachteil ist, die Pedale kosten extra. Das Lenkrad an sich kostet bereits 1.100 Euro. Die dazu kompatiblen Pedale kosten nochmal 389 Euro. Doch mit dem Set seid ihr dann auch wirklich im Profisektor unterwegs. Fehlt noch die absolute High-End-Variante, die ich bereits eingangs gezeigt habe, das Fanatec Podium F1. Dieses Lenkrad gibt es wie erwähnt für 1.800 Euro, allerdings ohne Pedale. Die Pedale kosten nochmal extra und für unseren Vergleich nehmen wir gleich mal wirklich schicke Pedale, nämlich die Fanatec Clubsport V3 Pedale. Die kosten on top einfach nochmal 400 Euro und damit kommen wir auf einen Preis von 2.200 Euro und sind damit über das 10-fache so teuer wie das billigste Lenkrad hier im Testfeld, das T128. Und somit haben wir alles aus dem Preisbereich von 200 Euro bis über 2.000 Euro mit dabei. Nach dem Auspacken geht es an die Montage der Lenkräder am gewünschten Einsatzort. Denn Lenkräder sollten eigentlich immer sicher befestigt werden, egal ob an einem Tisch oder an einem Renncockpit. Dabei reicht für die günstigeren Lenkräder von Logitech oder von Thrustmaster durchaus ein stabiler Tisch, denn per Tischklemme kann man die recht sicher verankern. Eine passende Tischklemme wird dabei immer mitgeliefert. Und so könnt ihr das Lenkrad auch nötigenfalls wieder schnell abbauen. Pedale werden dann einfach auf den Boden gestellt. Bloß da gibt es einfach ein grundsätzliches Problem, vor allen Dingen, wenn ihr Gas und Bremse durchdrückt. Die Pedale können euch schnell wegrutschen oder wegkippen. Ergo sollten Pedale am Boden mit irgendeinem Anschlag oder Gegengewicht verankert werden, weil sonst verrutscht euch einfach das Ganze und ihr habt einfach keinen Spaß mehr beim Racing. Besser
Besser funktioniert das Racing natürlich mit einem Renncockpit bzw. einem Simrig, an dem das Lenkrad sowie die Pedale direkt verschraubt werden. Deshalb besitzen die meisten Lenkräder auch an der Unterseite Gewindebohrungen, damit ihr diese verschrauben könnt. Und es empfiehlt sich sowieso bei den höherwertigen Lenkrädern hier im Testfeld, die zu verschrauben. Das wäre das Logitech G Pro, das Thrustmaster TGT2, das Fanatec Podium F1 und natürlich auch das Fanatec DD Pro. Da empfiehlt sich definitiv ein Simrig. Ein derartiges Simrig gibt es von verschiedenen Herstellern, sei es jetzt von Omega, von Oplite, von R-Seat oder es gibt auch Playseats. Bei Playseats müsst ihr ein bisschen aufpassen, die sind oft in der Konstruktion ein bisschen wackeliger, dafür natürlich auch günstiger. Ich habe mir dagegen ein Simrig aus Aluminiumprofilen selbst zusammengebaut, ein Video dazu gibt es auch hier auf dem Kanal. Je nach Preis gibt es bei der Ausstattung und bei der Qualität erhebliche Unterschiede bei den Lenkrädern. Grundsätzlich gilt hier, je teurer, desto besser die Ausstattung, was leider logisch ist. Und vor allen Dingen bei der Ausstattung kann das Logitech G923 im günstigen Bereich echt punkten, denn es besitzt eine griffige Kunstlederoberfläche, dazu Pedale mit gutem Gegendruck. Nachteil vom G923 ist, dass es noch eine veraltete Zahnradtechnik verwendet und das Gerät entsprechend laut ist und auch zum Scheppern anfangen kann, wenn ihr es benutzt. Am billigsten geht es natürlich mit dem T128, dem günstigsten Lenkrad. Bloß hier merkt man, dass man hinten und vorne gespart hat. Wir haben eigentlich überall Plastik, vor allen Dingen auch am Lenker und entsprechend rutschig ist auch dieser Lenker. Ein wenig billig wirken leider auch das Thrustmaster T248 und das T300 RS. Rein jetzt von der Ausstattung und von der Anmutung, denn auch hier haben wir relativ viel Plastik und entweder eine Gummierung oder einfach eine gepolsterte Oberfläche hier beim T248. Besser macht das Thrustmaster mit dem TGT bzw. dem TGT2, was auch logisch ist, denn für 800 € kann man natürlich auch einiges erwarten und hier haben wir auch Kunstlederoberfläche, gut verarbeitet und dazu auch stabile Pedale. Außerdem kommt hier ein relativ ruhig laufender Riementrieb zum Einsatz. Richtig edel wirkt auch der direkte Konkurrent, das Logitech G Pro. Das lässt in Sachen Ausstattung keine Wünsche offen, vorausgesetzt man kauft sich die separaten Pedale dazu. Wir haben hier fein genähtes Leder, wir haben 4 Schaltwippen sowie ein OLED-Display, das wir zur Konfiguration brauchen, dazu gleich mehr. Ein Qualitätssprung gibt es bei Fanatec. Der allgemein teurere Preis bei Fanatec wirkt sich direkt auf die Qualität und die Verarbeitung aus. Die Basis vom DD Pro genauso wie vom Podium F1 ist aus Metall und entsprechend stabil, aber auch schwer. Und das obwohl die Basis gerade vom DD Pro sehr kompakt ausfällt und eigentlich fast keinen Platz braucht. Trotzdem kommt hier Direct Drive zum Einsatz, genauso wie beim Podium und auch wie beim Logitech G Pro. Bei Direct Drive ist der Elektromotor direkt mit der Lenkachse verbunden, das heißt Force-Feedback-Effekte kommen direkter und schneller an und auch druckvoller. Zudem haben solche Direct Drive Wheels eine sehr gute Laufruhe und sind entsprechend leise. Schön ist es, dass beim Thrustmaster T300 RS und beim TGT der Lenker sich austauschen lässt und im Thrustmaster Shop man sich einfach einen anderen Lenker besorgen kann. Dasselbe gilt auch für das Logitech G Pro, da lässt sich der Lenker auch ganz schnell per Quick Release austauschen, allerdings gibt es hier noch keine Ersatzlenker. Noch mehr Auswahl gibt es bei Fanatec, wo ihr jeden Lenker austauschen könnt. Bei Fanatec gibt es ein großes Lenkerprogramm mit offiziell lizenzierten Rennlenkrädern, mit Lizenzen von Porsche, von BMW oder auch von McLaren. Das finde ich auch schön, denn ganz ehrlich, das Standardlenkrad des Fanatec DD Pro finde ich persönlich ein wenig billig, weil es halt doch relativ viel Plastik hat und ich muss sagen, die anderen Lenker im Fanatec-Programm kommen mir da ein Stück wertiger vor. Bei den billigeren Lenkrädern hier im Testfeld, wie jetzt dem T248, lässt sich der Lenker leider nicht austauschen. Der ist fix verbunden, das heißt, da müsst ihr euch sicher sein, dass ihr das auch haben wollt. Wie gut jetzt die Hardware ist, auch vor allen Dingen die teurere Hardware, das zeigt sich jetzt im Praxistest. Und hier fangen wir gleich mal mit unserem teuersten Modell im Testfeld an, dem Fanatec Podium F1 für 1.800 €. Und dieses Wheel beweist zusammen mit den Clubsport-Pedalen für 400 €, wie realistisch Simracing sein kann. Und wie gut sich das Force-Feedback eines virtuellen Rennwagens wirklich anfühlen kann. Die Fahrzeuge besitzen je nach Tempo einen markanten Widerstand am Lenker. Zudem merkt man Effekte wie die Curbs, die Banden oder auch jegliche Fahrbahnunebennheiten und kriegt eigentlich ganz schnell ein sehr gutes Gefühl für den Wagen. Und das natürlich auch dank der Direct Drive Technik und einem satten Drehmoment von 20 Newtonmeter. Und das sorgt eben wie ein Feeling wie wirklich in einem Rennwagen. Zudem sorgen die hochwertigen Clubsport V3 Pedale aus Metall für noch mehr Rennatmo.
Vor allen Dingen das Anbremsen kann genau dosiert werden, auch dank Load-Cell-Bremse. Die sorgt nämlich für viel Gegendruck, ist aber beim Druck fein abgestuft. Eine Load-Cell-Bremse gibt's unter anderem eben auch bei Fanatec beim DD Pro als Sonderausstattung oder auch bei den Pedalen des Logitech G Pro. Nicht jeder hat 2000 Euro übrig, um ins Simracing einzusteigen. Deshalb schauen wir uns den zweiteuersten Kandidaten hier an, das Logitech G Pro. Das kostet ja 1100 Euro. Und auch dieses bietet genauso Direct Drive Antrieb mit in dem Fall 11 Newtonmeter, was, wie ich finde, in der Praxis absolut ausreicht. Denn Fahrbahneffekte kommen immer noch druckvoll und auch sehr, sehr feinfühlig herüber. Und Logitech hat zudem einen Trumpf im Ärmel, eine Technik namens True Force. Das ist ein zusätzlicher Vibrationseffekt, den kein anderer Hersteller hat. Mit True Force merkt ihr sogar das Motorbrummen und zusätzliche Effekte on top, zusätzlich zum normalen Force Feedback. Unterm Strich ergibt das dann eben ein sehr, sehr ausgefeiltes Gefühl für den Rennwagen. Und dank OLED-Display könnt ihr eben das Lenkrad-Setup in 5 Einstellungen speichern. Hier stellt ihr auch Stärke, Dämpfung, True Force-Effekte und Lenkeinschlag ein. Und diese Einstellbarkeit macht auch einen wirklichen Unterschied, denn ihr könnt wirklich spezielle Setups für bestimmte Rennsimulationen oder auch für bestimmte Autos sichern. Was mir beim Test allerdings auffiel: Bei den beiden Logitech-Lenkrädern kriegt ihr ein überzeugend gutes Force-Feedback und ein gutes Fahrgefühl, aber ihr könnt den Grenzbereich nicht ganz so exakt spüren, also der Punkt, wo die Räder anfangen zu rutschen. Der Grip ist nämlich beispielsweise bei den getesteten Fanatec-Lenkrädern besser spürbar. Hier merkt ihr besser, ab wann der Wagen rutscht und ihr könnt dann schneller kontern und gegenlenken. Und das bringt uns gleich zum Fanatec DD Pro, das im Grunde die exakt selbe Technik hat wie das Podium, nur in einem kleineren Gehäuse und mit weniger Drehmoment. Wir haben Direct Drive Technik, allerdings nur mit 5 Newtonmeter und deshalb kommt das Lenkrad relativ schnell ans Kräftelimit. Und deshalb empfehle ich für das DD Pro das optional erhältliche Boost Kit. Damit kriegt ihr eine Steigerung auf 8 Newtonmeter Drehmoment und das in der Praxis absolut ausreichend. Das hier hat das offizielle Lenkrad zu Gran Turismo 7 und ist auch entsprechend mit dem Logo ausgestattet und mit zusätzlichen Buttons, die für das Schnelltuning in Gran Turismo 7 vorgesehen sind. Also müsste sich das Lenkrad ja eigentlich perfekt mit Gran Turismo 7 fahren lassen. Ja, und das tut es auch. Es hat ein wundervolles Force Feedback und Fahrgefühl, vor allen Dingen in den Gran Turismo Teilen. Und weil wir uns ja an diesem Lenkradvergleich auf die PlayStation fokussieren, ist natürlich Gran Turismo ein wesentlicher Punkt für Lenkräder. Die getesteten Lenkräder funktionieren allerdings auch bei anderen Rennsimulationen, beispielsweise bei Assetto Corsa Competizione, bei Dirt Rally 2.0 oder auch am PC mit Simulationen wie iRacing, R-Factor oder Automobilista. Zudem könnt ihr, wie schon erwähnt, bei Fanatec auch ein Setup-Menü aufrufen und 5 Setups speichern. Gleichermaßen beim Podium, genauso wie beim DD Pro. Und hier könnt ihr noch viel mehr einstellen. Und hier solltet ihr euch ein wenig auch Zeit nehmen zum Konfigurieren des Lenkrads an die entsprechende Rennsimulation, weil nur so holt ihr auch wirklich das Optimum am Force Feedback raus. Beim Fanatec DD Pro verwenden wir übrigens die günstigen CSL-Pedale aus demselben Hause. Die können nämlich genauso überzeugen, vor allen Dingen auch dank stabiler Verarbeitung und viel Metall. Die CSL-Pedale gibt es ab 80 Euro. Alternativ empfiehlt sich hier auch die Load-Cell-Erweiterung. Oder ihr greift gleich zu den Clubsport V3-Pedalen, die nicht nur am Podium F1 funktionieren, sondern auch mit dem DD Pro. Und das ist eine Konfiguration, die ich sehr gerne fahre. DD Pro mit Clubsport-Pedalen. Ein ganz ähnliches Feature hat das TGT von Thrustmaster. Hier gibt es nämlich genauso 4 Drehregler, die exakt dieselbe Funktion erfüllen in Gran Turismo. Und ich finde, die lassen sich sogar ein Stück weit sogar besser bedienen. Das ist auch kein Wunder, denn das TGT war vormals das offizielle Gran Turismo Lenkrad. Was mir beim TGT sehr gut gefällt, ist das druckvolle Force Feedback. Wir haben hier allerdings kein Direct Drive, denn wir haben hier einen Riementrieb. Aber ich muss sagen, es holt aus dieser doch inzwischen veralteten Riementriebtechnik das Optimum raus. Und es hat vor allen Dingen in Gran Turismo ein überraschend gutes Fahrgefühl. Ihr kriegt viel Gegendruck und wirklich ein gut abgestimmtes Force Feedback. Allerdings sind feinfühlige Effekte nicht ganz so gut ausgearbeitet wie bei einem Direct Drive. Zudem könnt ihr am TGT keinerlei Setups oder Effekte justieren. Weiter zum Thrustmaster T300 RS, das hat dieselbe Riementechnik, allerdings auch merklich weniger Druck als das TGT. Der Lenker mit 30 cm Durchmesser ist ausreichend dimensioniert, er wirkt allerdings ein bisschen billig wegen seiner Gummierung. Und die mitgelieferten Standardpedale sind viel zu leichtgängig. Deshalb mein Kauftipp, greift lieber zum T300 RS GT. Da erhaltet ihr nämlich die besseren, wertigeren Pedale, mit denen ihr weitaus mehr Fahrspaß haben werdet. Für die Preisklasse um 300 bis 400 Euro liefert das T300 RS gutes Force Feedback. Die Effekte sind hier genauso gut wie beim direkten Konkurrenten, dem Logitech G923.
Allerdings ist das T300 RS ein gutes Stück laufruhiger. Und das bringt uns ja gleich zum Logitech G923, das ja in derselben Preislage spielt, zwischen 300 und 400 Euro. Und dieses Lenkrad, genauso wie sein Vorgänger G29, sind wohl am meisten verbreitet, unter Gamern eben entsprechend beliebt und es wird deswegen auch von den meisten Rennspielen unterstützt. Und das G923 ist, wie erwähnt, mit Kunstleder, mit einer Drehzahl-LED und mit Drehrädchen gut ausgestattet. Die Force-Feedback-Effekte sind gut, vielleicht ein wenig schwächlich. Auch hier gibt es das True-Force-System. Allerdings gibt es hier ein Problem. Hier ist das True-Force erheblich schlechter ausgeprägt. Zudem scheppert das Lenkrad schon wegen seiner veralteten Zahnradtechnik relativ laut. Und diese Geräuschkulisse wird auch noch verstärkt durch das True-Force-System. Das heißt, das Lenkrad scheppert und klappert ganz schön im Betrieb. Nichtsdestotrotz bleibt das G923 ein beliebtes Einsteigerlenkrad, auch wenn es in Sachen Präzision nicht mit den teureren Lenkrädern mithalten kann. Übrigens sind diese hier vorgestellten Lenkräder nicht nur für Rennsimulationen geeignet, sondern auch beispielsweise für Arbeitssimulatoren, wie zum Beispiel dem Landwirtschaftssimulator, für SnowRunner oder auch dem Eurotruck Simulator auf dem PC. Kommen wir zu den beiden günstigsten Lenkrädern hier im Praxistest, dem Thrustmaster T248 und dem Thrustmaster T128. Schon beim T248 merkt man, dass man bei der Ausstattung gespart hat. Viel Plastik und laute Schaltwippen begeistern jetzt nicht gerade. Aber es punktet beim Wesentlichen, nämlich dem Force Feedback. Die Effekte sind hier gut ausgefeilt, allerdings nicht besonders stark. Das Lenkrad kommt hier schnell ans Limit. Allerdings gibt es hier ein Feature, das sonst kein günstiges Lenkrad hat. Es hat ein Display und ein Setup-Menü, wo ihr die Force-Feedback-Effekte in 3 Stufen einstellen könnt. Zudem kann das Display beispielsweise für die Ganganzeige oder für das Tempo in bestimmten Spielen verwendet werden. Vor allen Dingen die Pedale könnten hier höherwertig sein, aber in der Preisklasse ist das in Ordnung. Zudem könnt ihr bei Thrustmaster ja auch bessere Pedale verwenden. Beim T128 dagegen merkt man, dass man noch mehr gespart hat. Ist aber kein Wunder, bei dem Preis wird einfach fast ausschließlich Plastik hier verwendet. Wir haben auch hier das schwächste Force Feedback von allen Testkandidaten hier. Aber ich sag's mal so, besser ein schwaches Force Feedback als gar kein Force Feedback. Dennoch habt ihr mit allen anderen Lenkrädern hier ein besseres Fahrgefühl als mit dem T128. Jedes der hier vorgestellten Lenkräder hat seine Daseinsberechtigung. Und wie erwähnt gilt das Motto, je teurer, desto besser. Ergo solltet ihr nicht nach dem billigsten Gerät suchen, sondern euch zuerst überlegen, wie viel Geld ihr investieren wollt und dann in die entsprechende Preisklasse gucken. Im günstigen Einsteigerbereich empfehle ich deswegen das Thrustmaster T248. Und zwar wegen der guten Force-Feedback-Effekte und wegen der Einstellmöglichkeiten. Für rund 300 Euro Marktpreis erhaltet ihr ein gutes Rundum-Set mit passenden Pedalen und einem guten Lenker. Das Logitech G923 dagegen finde ich technisch leider überholt. Und es ist, wie ich finde, einfach nicht mehr zeitgemäß mit seiner uralten Zahnradtechnik. Das Logitech G Pro, der große High-End-Bruder, dagegen überzeugt technisch vollkommen, vor allen Dingen in Sachen Ausstattung, Qualität und Force-Feedback-Stärke. Aber es ist, wie ich finde, aktuell noch zu teuer mit 1100 Euro und die Pedale kosten ja nochmal extra. Und deshalb würde ich bei diesem Modell warten, bis es günstiger wird. In der Mittelklasse empfehle ich deswegen das Fanatec DD Pro. Was mir am besten gefällt, ist es, dass es modular ist. Man kann sich die Einzelteile und die Lenker selbst zusammenstellen und es hat eine ausgereifte Direct Drive Technik und es ist auch das günstigste Direct Drive Lenkrad aktuell. Das DD Pro gibt es übrigens auch in einer Variante, die nicht PlayStation kompatibel ist. Das CSL DD ist noch ein Stück günstiger, ist allerdings nur kompatibel mit dem PC und teilweise auch mit der Xbox, wenn das für euch eine Alternative ist. Und meine Empfehlung ist eigentlich, kauft euch nicht das Set, sondern kauft euch nur die Basis und stellt euch dann euer Set selbst zusammen. Meine Empfehlung ist, kauft euch die DD Pro Basis für rund 600 Euro und kauft euch dazu einen eigenen Lenker. Da empfehle ich euch beispielsweise den McLaren GT3 Lenker und dann noch die Pedale. Da reichen teilweise die CSL Pedale für 80 Euro, wenn ihr sparen müsst. Oder wenn es geht, holt euch die CSL Pedale mit Load Cell. Und damit kriegt ihr einfach ein klasse Setup, das ihr auch jederzeit noch erweitern könnt. Fanatec hat wie gesagt noch ein Problem und das sind Lieferschwierigkeiten. Oft genug sind diese Lenkräder ausverkauft oder haben eine wochenlange Lieferzeit. Deshalb müsst ihr eigentlich immer wieder checken, wann dort wieder Nachschub dort ist. Denn Fanatec Hardware ist recht beliebt und ist relativ schnell ausverkauft. Dann noch ein Wort zum Thrustmaster TGT bzw. TGT2. Hier gilt dasselbe wie für das Logitech G Pro. Das bedeutet, ihr solltet euch dieses Lenkrad nur schnappen, wenn es günstig ist. Ich würde sagen, so um die 600 Euro, dann ist das TGT eine echte Empfehlung, vor allen Dingen, weil ihr das TGT1
oft günstiger kriegt als das TGT2. Im Grunde unterscheiden sich die beiden TGT-Modelle sowieso nicht voneinander, ergo könnt ihr euch frei entscheiden, welches ihr haben wollt. Dennoch bleibe ich dabei, das beste Lenkrad für die Einsteigerklasse ist das T248 von Thrustmaster, das beste Modell für die Mittelklasse ist das Fanatec DD Pro und das beste High-End-Modell ist das Fanatec Podium F1. Das gibt es auch in einer PC-Variante, die nicht PlayStation-kompatibel ist. Das nennt sich dann eben Fanatec Podium DD1 bzw. DD2. Und falls bei diesen Testgeräten preislich nichts für euch dabei war, müsst ihr nicht verzweifeln, denn auf diesem Kanal wird es auch noch einen extra Vergleich geben von günstigen Lenkrädern bis 300 Euro. Bleibt also unbedingt dran, lasst gerne ein Like da und natürlich auch ein Abo und dann verpasst ihr auch kein weiteres Lenkradvideo. In diesem Sinne, gute Fahrt, meine lieben Leute.